die Geschichte von Marion ist mehr als Reichweitenzahlen und Markenkooperation. Es geht um Mut, um die Fähigkeit der Neuerfindung und um das Lernen, in einer Umgebung zu bestehen, die gleichzeitig aufregend und einschüchternd sein kann. Wollte schon immer mal in Asien wohnen, war davor noch nie in Singapur zwar, aber das hat für mich nach Paradies geklungen. Ich kann mich erinnern, als ich auf meinem Sofa saß und meiner Mama weinend angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß noch nicht mal, was ich alles gar nicht weiß. Das habe ich immer gemerkt, wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz, dann sagen alle immer, boah, und so cool und wow und Switzerland. Und dann habe ich herausgefunden, habe Research gemacht, dass in den Schulen wird die Schweiz in Singapur als das Vorbild genommen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute spreche ich mit jemandem, der genau das verkörpert, wobei es bei Perspektive Ausland geht, das Vertraute hinter sich lassen, Risiken eingehen und ein neues Leben im Ausland aufbauen. Mein Gast heute ist Marion Müller, eine Schweizerin. Sie ist vor 2,5 Jahren von Zürich nach Singapur umgezogen, wo sie heute Content Creator, Social Media Coach und Keynote Speaker ist. Nachdem sie diesen mutigen Schritt umgesetzt hat, nach Singapur umgezogen ist, hat sie sich ein Publikum von über 140.000 Followern aufgebaut und bereits mit über 300 internationalen Marken zusammengearbeitet. Doch die Geschichte von Marion ist mehr als Reichweitenzahlen und Markenkooperation. Es geht um Mut, um die Fähigkeit der Neuerfindung und um das Lernen, in einer Umgebung zu bestehen, die gleichzeitig aufregend und einschüchternd sein kann. Herzlich willkommen, Marion. Freut mich sehr. Willkommen bei Perspektive Ausland. Ja, hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich natürlich total, auch wieder mal auf Deutsch zu sprechen. Genau, ich habe ja gerade schon dich gefragt, ob du überhaupt noch Deutsch sprechen kannst nach all der Zeit in Singapur. Was mich als erstes mal interessieren würde, Marion, ist eigentlich die Frage, wann war so der Moment für dich, wo du wusstest, also ich muss die Schweiz verlassen und nach Singapur umziehen? Also das war ja eigentlich nicht so geplant, dass das jetzt irgendwie für immer dass ich quasi ins Ausland auswandere. Die Story ist eigentlich mein damaliger Freund, der hatte ein Jobangebot in Singapur und der Plan war, dass wir 2 Jahre nach Singapur ziehen und dann aber wieder zurück nach Zürich kommen. Und ich hatte gerade meinen Master an der Uni Zürich abgeschlossen in Political Science. Und es war ein perfekter Zeitplan. Ich hatte noch keinen Job in Zürich, hatte da zwar Angebote, aber habe gedacht, ja gut, also mit meinem Studium, da finde ich ja locker auch einen Job in Singapur. Wollte schon immer mal in Asien wohnen, war davor noch nie in Singapur zwar, aber das hat für mich nach Paradies geklungen mit Palmen und warmem Wetter. Und ja, dann sind wir nach Singapur gezogen und ich glaube, ungefähr, als ich das erste Mal da über die Brücke fuhr vom Changi Airport into the city, da gibt's ja diesen berühmten View on Marina Bay Sands und Singapore Flyer. Und ich glaube, da habe ich echt schon gedacht, so wow, ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen schockverliebt in diese Stadt. Und eigentlich wirklich ab dem Zeitpunkt gab's für mich, es war wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe schon nach 2 Wochen gemerkt, das ist total meine Stadt und ich könnte echt wahrscheinlich für super lange Zeit hier bleiben. Und dann war es dann so, dass nach einem Jahr haben mein Freund und ich uns getrennt und er ist dann nach Zürich zurückgezogen, ziemlich schnell. Und für mich war aber klar, ich möchte alles versuchen, dass ich irgendwie hier bleiben kann. Vielleicht noch mal zurückzukommen auf eigentlich den Zeitpunkt des Umzuges, weil es ist ja für viele interessant, die hier zuschauen. Viele sind ja hier in der Situation, dass sie über Auswanderung nachdenken, aber den konkreten Schritt, sozusagen den Sprung ins kalte Wasser noch nicht gemacht haben. Und muss man ja sagen, vielfach ein Hinderungsgrund ist auch Familie, sind Freunde, die dann eigentlich wenig Verständnis für diesen Schritt haben. Deswegen meine Frage an dich: Haben deine Familie, deine Freunde deine Entscheidung damals verstanden, nach Singapur umzuziehen, oder hattest du das Gefühl, hier gegen den Strom zu schwimmen?
Also, als ich das erste Mal davon erzählt habe, dass mein Freund und ich dann nach Singapur ziehen für 2 Jahre, war das eigentlich super akzeptiert. Also, die haben gedacht, das ist ja super cool, ein Abenteuer, das musst du unbedingt machen. Aber das war natürlich immer mit dem Hintergrund, dass ich dann wieder zurückkomme. Das war wirklich so begrenzt auf 1 bis 2 Jahre und dann haben die gedacht: „Ja, besuchen wir dich und dann kommst du Weihnachten zurück. Das ist super cool, das musst du unbedingt machen.“ Aber hätten die gewusst, dass ich dann nicht mehr zurückkomme, ich weiß nicht, ob die das so unterstützt hätten. Ja, genau. Und das ist ja doch immer, 'n wichtiger Punkt. Viele können sich das ja nicht vorstellen, muss man sagen, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz, da ist ja schon eine starke Verwurzelung, auf jeden Fall gegeben. Wenn du jetzt zurückschaust, du hast ja jetzt gerade eben auch, darüber gesprochen, über die Dinge, die jetzt schon passiert sind, seitdem du jetzt eigentlich in Singapur bist. Da gab es ja auch dann wiederum große Veränderungen bei dir. Was war für dich persönlich furchteinflößender, eigentlich der eigentliche Umzug oder jetzt die ganze Neuorientierung in Singapur, wo du jetzt deine eigene Firma gründen musstest, wo du dich jetzt selbst zurechtfinden musstest im Hinblick auf Visum, Aufenthaltstitel und so weiter? Ich glaube auf jeden Fall Letzteres. Und zwar, als ich dann gemerkt habe, okay, also da gehe ich nicht mehr zurück, da muss ich mich jetzt um Sachen wie Krankenversicherung und Pension Fund, was heißt das auf Deutsch? Altersvorsorge. Altersvorsorge und meine Wohnung in Zürich aufgeben und ich muss mir einen neuen Frauenarzt suchen und einen neuen, also das ist echt dieses ganze quasi, ja, dieses Paperwork und Abmeldung in der Schweiz und wie mache ich das mit meiner AH, ja, wie mit meiner AHV und das war für mich dann schlussendlich das größte, die größte Blockade und das hat mir echt Bauchweh gemacht und ich hatte 100 Mental Breakdowns und das war nicht so einfach. Kann ich mir vorstellen. Ich habe mir ja vorhin mal dein Instagram angeschaut. Es ist, ist ja sehr nett, sehr interessant. Also lernt man wirklich viele Tipps konkret zum Thema Singapur. Auch zum Beispiel, was einen an Singapur vielleicht nervt, was einen vielleicht dann nicht überraschen sollte, wie zum Beispiel das Klima oder dass es ziemlich teuer ist. Sowas fand ich also sehr interessant, sehr unterhaltsam. Da habe ich mich natürlich dann gleich gefragt, welcher Teil deiner Arbeit als Content Creator schafft es eigentlich nie auf Instagram? Also wo sagst du, das will ich lieber doch nicht dokumentieren? Also was ich nicht will dokumentieren, also da gibt es ganz vieles, was man nicht sieht. Das ist, glaube ich, das größte Problem oder was ich denke, das größte Problem an dieser Branche ist, man sieht diese 30 Sekunden von diesem Video und man sieht dann, wenn ich vielleicht an einem coolen Event eingeladen bin und wenn ich was Cooles geschickt bekomme, aber das ist eigentlich nur the tip of the iceberg. Also was dahinter abläuft, das ist so viel mehr. Also ich kann dir vielleicht kurz erklären, wie das läuft mit einer Kooperation. Dass die schreiben dich an, dann gibt's E-Mail back and forth und dann gibt's einen Vertrag, dann wird der Vertrag verhandelt, dann wird das Produkt zugeschickt, dann muss man das filmen, dann muss man ein Storyboard präsentieren, dann wird das back and forth und dann nach dem Film gibt's dann die erste Revision für das Video, dann gibt's dort 2 bis 3 Runden für Edits, vielleicht muss man reshooten. Und dann wird die Caption approved. Also das ist so ein langer Prozess und am Schluss wird das 30-sekündige Video gepostet und dann schickt man die Insights, dann schickt man eine Invoice und das ist so, also ich glaube, dass dann das Filmen und das Schneiden, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit. Also doch schon auch viel Arbeit, aber ungefähr gleich viel Arbeit ist der ganze administrative Aufwand und die E-Mails und die Calls und ja, einfach Admin-Sachen. Wie viel Freiheit bleibt dir eigentlich, wenn du jetzt mit Marken zusammenarbeitest, dann auch wirklich, jetzt hast du ja gesagt, da gibt es sehr detaillierte dann auch Review-Prozesse. Wie viel Freiheit bleibt dir dort dann auch noch deine eigene Stimme zu behalten oder dich dort selbst individuell auszudrücken? Also eigentlich schon ziemlich viel. Also es kommt drauf an auf den Kunden natürlich. Wenn die, sagen wir mal, ich arbeite mit einer eSIM zusammen, dann dann schicken die einen Brief, sagt man dem, wo die sagen, hey, wir möchten diese Promotion verkünden, wo sie 10% mit deinem Code das App runterladen können und die eSIM benutzen können, aber quasi wie du die Storyline machst und wie du die eSIM in dein Leben integrierst, in das Video, das bist du ziemlich frei. Da bin ich eigentlich meistens, also ich versuche auch den meistens zu sagen, hey, das funktioniert nicht.
Und es gibt auch Marken, die haben mir schon 10-seitige Briefs geschickt und mit alles, und dann sage ich den Wow. Leute, ich kann das schon so machen, aber das wird nicht funktionieren. Das ist dann einfach nur eine Werbespot, wo ich einfach gar nichts mehr selbst machen kann. Das wird nicht gut ankommen. Und ich finde aber, die Brands sind meistens ziemlich offen und hören das Feedback gerne an und nehmen das dann auch gut auf. Also ich versuche so viel wie möglich natürlich meinem eigenen Content und meiner eigenen Stimme einzubringen. Das funktioniert recht gut, finde ich. Und die meisten Marken, würdest du jetzt sagen, jetzt hast du ja gerade das Thema eSIM angesprochen, also da würde man im Grunde genommen den internationalen Reisenden mit ansprechen wollen, der jetzt hier unterwegs ist und dann eben am besten eine lokale eSIM hat, um dann Telefongebühren und Datengebühren zu sparen. Die meisten der Marken, mit denen du zusammenarbeitest, da dreht sich so um das Thema internationales Leben, Reisen etc. Ich würde sagen, ungefähr 50-50. Ich habe schon sehr viele Local Brands. Ich mache auch viel mit Restaurants hier, Food Reviews oder Local Malls zum Beispiel, wenn irgendwo eine Shopping Mall aufgeht, oder gibt es irgendwie Stadtführungen oder eine neue Attraktion, neues Museum. Also ich würde schon sagen, vielleicht doch 70% Singapur fokussierte Marken oder Companies, ja. Machst du auch deutschen Content oder alles nur auf Englisch? Nein, alles nur Englisch. Okay. Hattest du schon mal jetzt den Eindruck, ich meine, wir haben ja vorhin gehört, du musstest ja dann ziemlich hier schnell dich neu orientieren und mit viel Aufwand auch dann letztlich hier dich selbst dann dort aufstellen, eigenes Unternehmen gründen und so weiter. Ich meine, gab es da mal Momente, wo du gesagt hast, oh mein Gott, das lohnt sich alles nicht, ich will wieder zurück, ich will nach Zürich in die Sicherheit, in Anführungszeichen? Ja, klar, also nein, so wirklich war es nie so weit gekommen, aber ich kann mich erinnern, als ich meinem Sofa saß und meine Mama weinend angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich weiß noch nicht mal, was ich alles gar nicht weiß, ich weiß nicht, wo anfangen, ich weiß nicht, wen ich fragen soll, wie soll ich das jemals schaffen, es ist einfach alles so viel, ich würde am liebsten aufgeben, aber ich wusste eigentlich schon, also das ist keine Option. Und ich glaube, was mir dabei geholfen hat, es gab halt jeden Tag, weil mein Tag doch immer so erfüllt, und es gab so viele Sachen, die mich daran erinnert haben, warum ich das mache. Warum ich jetzt irgendwie durch diesen Pain gehe. Und dann sagte meine Mama auch immer, weißt du, ich sage sie, aber wie machen das denn alle anderen? Und dann sagt sie, ja, die machen das eben dann nicht. Die machen das eben dann nicht und die werfen dann das Handtuch jetzt genau, wo du da bist. Und ich glaube, ich wurde schon ganz, ganz stark dafür belohnt, für diese Momente, wo ich gedacht habe, also das ist echt alles ein großer Mist. Ja, ich glaube, das ist ja was, was man, wenn man jetzt wirklich so ziemlich radikale Änderungen macht, und man muss natürlich sagen, jeder Umzug ins Ausland, das ist, und vor allen Dingen jetzt in ein Land wie, was so weit weg ist, ein ganz anderes Klima, ganz anderer Kulturraum in Asien, da Singapur. Also da muss man natürlich auch schon vorbereitet sein, ja, auf, ich denke mal, Rückschläge und so. Also ich denke, was du jetzt beschreibst, damit können sich fast alle identifizieren, die ins Ausland gegangen sind. Das muss man vorher wissen, oder vielleicht weiß man es besser vorher nicht, ja, weil sonst will man gar nicht gehen, ja. Aber, aber es ist eben genau was, wie du sagst, man braucht dann schon auch Durchhaltevermögen. Jetzt erzähl doch mal, du hattest vorhin schon kurz angedeutet, du warst in Singapur, du warst zunächst angestellt hier bei der Firma deines Freundes, und dann musstest du letztlich hier dich selbst finden, auch deine eigene wirtschaftliche Grundlage schaffen, dein eigenes Unternehmen dann gründen. Wie war das genau? Also du hattest ja beschrieben, es war dann schwierig, du standest ohne Visum da natürlich. Wie ist das abgelaufen? Wie hast du dich da zurechtgefunden und wie schnell ging es im Grunde genommen, das alles umzusetzen, dann die Firma zu gründen, Aufenthaltsbewilligung zu bekommen? Wie einfach ist das, sowas in Singapur? Schnell eine kleine Korrektur. Ich war nicht angestellt bei der Firma. Ich hatte einen sogenannten Long-Term Visit Pass. Das war einfach eine Aufenthaltsgenehmigung quasi als Anhängsel von meinem Freund. Das ist also ich hatte da keine Arbeitsbewilligung oder ich konnte mich einfach quasi aufhalten in Singapur. Das war eigentlich, das ging dann so, Januar bin ich quasi in der Schweiz, haben wir uns getrennt, bin dann früher zurück nach Singapur geflogen, habe meine Sachen gepackt aus der Wohnung und habe dann im Zeitraum von 3 Monaten
war meine Firma gegründet. Ich hatte da aber Hilfe von einer Firma und ich hätte das nie gekonnt ohne diese Firma. Diese Firma gibt es verschiedene, wie zum Beispiel, die heißen Sleek oder OneVisa, die machen alles für dich, also die Paperwork, ich muss einfach die ganzen Dokumente liefern. Also ja, bis die dann zusammen waren, dann muss ich die auf Englisch übersetzen und Studiumbescheinigungen und weiß ich was alles. Das hat dann schon 3 Monate gedauert. Und dann konnte man erst quasi das Arbeitsvisum beantragen und dann schlussendlich hatte ich im April oder Anfangs Mai hatte ich dann einen offiziellen Employment Pass. Und dann war so quasi, die haben mir aber immer gesagt, schau, wir können das versuchen, es gibt aber keine Garantie. Und ich glaube, das war auch so das Schlimme, diese 4, 5 Monate in diesem Ungewissen. Es könnte sein, dass wenn das morgen abgelehnt ist, dann kannst du deine Koffer packen. Weil ich wusste, dass ich eigentlich nicht bleiben kann, wenn mein Visum abgelehnt wird, dann kann ich nicht hier bleiben. Weil ich musste ja auch Geld verdienen und ich hätte nicht Geld verdienen können so. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wir kennen das ja aus anderen Ländern, die Schweiz oder jetzt auch USA. Da muss man dann einen Businessplan einreichen. Musstest du das auch? Oder wie Nein. konntest du letztlich die Behörde davon überzeugen, dass das, was du machst, hier nachhaltig ist? Also ich musste ich musste 4 bis 5 Brands oder Brand Contracts vorlegen, dass die sehen, dass ich Kunden habe. Und ich hatte dann quasi mit Marken und Companies, mit denen ich zusammengearbeitet habe ich denen erklärt, hey, ich brauche einen Auftrag für mindestens 6 Monate, dass quasi das Ministry of Manpower sieht, hey, die hat Einkommen, was regelmäßig kommt. Und das hat mir dann sehr geholfen, also diese Verträge mit diesen Brands. Und dann quasi einfach Anfangskapital in die Firma einbezahlen, weil man muss sich einen Mindestlohn auszahlen, damit man sich qualifiziert für diesen Employment Pass. Und dann habe ich quasi dieses Anfangskapital in die Firma eingezahlt und dann wusste quasi auch das Government, okay, die kann sich bestimmt mal für ein Jahr, kann sie sich einen Lohn auszahlen. Wie viel musst du da einzahlen? Was ist da so das Minimum, mit dem man rechnen muss? Es gibt kein Minimum. Es ist die Company hatte mich einfach angewiesen, da 50.000 Dollar einzubezahlen. Man muss sich pro Monat 6.500 Dollar Lohn ausbezahlen, damit man sich quasi qualifiziert für einen Employment Pass. Okay, und der Singapur-Dollar steht jetzt wo nochmal zum Euro? Ungefähr 1,50 oder sowas. Du musstest dort dann letztlich in dein eigenes Unternehmen investieren. Du musstest zeigen, dass du dich selbst über Wasser halten kannst, dass du Kunden hast, etc. Und wie lange ist jetzt dieser Aufenthaltstitel gültig? 2 Jahre. Das ist 2 Und du Jahre. kannst im Grunde verlängern dann, solange du eben dort ein Auskommen hast. Genau. Ich muss jetzt im nächsten Mai, muss ich quasi das wieder erneuern. Also die sagen aber, dass es schwierig ist, das erstmal zu bekommen, das zu erneuern. Wenn alles gut läuft und quasi die Zahlen stimmen, dann sollte das nicht so ein Problem sein. Aber fingers crossed. Und eine andere große Herausforderung, zumindest stelle ich es mir so vor, ich war jetzt noch nicht in Singapur, muss ja auch die Wohnungssuche dort sein, oder? Also ich meine, wir wissen ja grundsätzlich, Singapur ist natürlich erstmal ziemlich teuer, aber ich meine, das kennen wir von anderen Orten auch, wie zum Beispiel Dubai. Wie einfach oder schwierig ist es dort, eine Wohnung zu finden? Ich muss sagen, so einfach. Super, super einfach. Also ich war echt überrascht, wie schnell das geht. Also dazumals mit meinem Freund haben wir 3 Wohnungen angeschaut. Am nächsten Tag konnten wir einziehen. Es gibt ganz viele leerstehende Wohnungen. Klar, es ist alles eine Frage von Budget, aber also da kann man echt, ich könnte da morgen eine Wohnung anschauen und übermorgen einziehen. Also ich finde, Wohnungsnot ist da gar kein Ding. Es gibt auch ganz viele Facebook-Gruppen, die Zimmer anbieten. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schon 5-mal umgezogen, seit ich hier bin. Ich bin vor 10 Tagen das 5. Mal umgezogen. Oh, wow. Und also, oh mein Goodness. Aber hatte nie Schwierigkeiten, was zu finden. Also ich musste mir nur noch überlegen, was will ich ausgeben und wo ist die Location und was kann ich mir leisten. Aber es gibt in allen Preiskategorien eigentlich reichlich Auswahl. Mit was muss man so rechnen? Ich meine, mir ist schon klar, die Schweizer sind ja relativ anspruchsvoll, auch die Deutschen ja auch. Aber so mit einer normalen, passablen Wohnung, vielleicht nicht Luxus, aber dennoch einigermaßen gehobenes Niveau, wo muss ich so rechnen? 1, 2 Zimmerwohnungen in Singapur. Also kommt natürlich auf die Lage an. Ich würde sagen, 1 bis 2 Zimmer also sagen wir jetzt mal City Center, kostet dann schon 3.000 bis 5.000 Singapur-Dollar. Wenn man dann aber wenn man quasi ein Shared Apartment
dann bekommt man ein Master Bedroom für 2.500 in einem Shared Flat, Singapur-Dollar. Und wenn man halt weiter rausgeht, da kriegt man aber auch Zimmer in Wohnungen für $800, für $700. Also und Singapur ist so klein, also wenn man, weißt du, ich habe mich schon, wenn es 25 Minuten mit dem Auto ist, wenn dann alle so, no, it's too far. Also es ist mit der MRT ist dann das weiteste, was man so geht, vielleicht 40 Minuten. Also es ist echt, ich finde, alle sagen immer, es ist so teuer, die Wohnungen, aber wenn ich das vergleiche mit Zürich, also das ist ein guter Vergleich, ja, damit können viele was anfangen, glaube ich, ja. Ja, also du findest es erschwinglicher als Zürich, ja? Ich würde sagen, wenn man quasi Zürich Seefeld, das ist quasi City Center, Top Location, mit Top Location in Singapur vergleicht, würde ich sagen, es ist genau gleich. Ah ja, okay, gut. Also im Grunde genommen vergleichbar mit Zürich. Ja, ich glaube, da kann man sich was vorstellen. Was hat dich so am Alltagsleben in Singapur am meisten überrascht? Dinge vielleicht, die man jetzt nicht erwartet hat? Ich glaube, dass das Essen so günstig ist. Also, dass man nicht kocht. Die Singaporeer, ich habe seit 2 Jahren, glaube ich, nicht mehr gekocht. Und es ist einfach, in einem Single-Haushalt lohnt sich das auch ganz wenig, weil es gibt ja überall diese Coffeeshops und diese Hawker Centers, wo man Dumplings für $4 kauft oder dann halt diesen berühmten Chicken Rice für $4 bis $5. Und dass quasi alles so accessible ist, dass man alles 24 Stunden lang offen hat, dass man alles machen kann, dass alles auch draußen stattfindet. Das hat mich schon so fast, glaube ich, auch so wahnsinnig fasziniert. Ich hatte da gewohnt neben einem 24-Stunden Fair Price, das ist ein Supermarkt, und einfach der Gedanke, dass ich da jederzeit hingehen kann und mir ein Eis kaufen kann nachts um 2, das hat für mich so Freiheit bedeutet, das fand ich so cool. Und dann kann ich das auch noch machen, einfach mit meinen Flipflops und muss mir nicht eine Jacke und eine Mütze anziehen. Das, glaube ich, das war für mich, das auch bis heute, denke ich, dass jedes Mal, das ist, was Lebensqualität für mich bedeutet. Und das kannte ich halt so nicht. Ja, da bin ich auch schon so ein bisschen bei der nächsten Frage. Ich meine, viele Experts beschreiben Singapur als hypermodern, aber auch vielleicht ein bisschen restriktiv. Jetzt hast du ja gerade eben hier von mehreren ganz konkreten Aspekten der Freiheit gesprochen. Und wenn es nur bedeutet, dass man mitten in der Nacht in Flipflops ein Eis kaufen kann, was ja ein sehr schönes Beispiel ist. Wenn du das jetzt vergleichst mit der Schweiz, fühlst du dich jetzt freier in Singapur, so im ganz normalen, konkreten Alltag oder wie in der Schweiz? Ja, und ich glaube, da würden mir aber viele widersprechen. Freiheit bedeutet für mich hauptsächlich Accessibility. Und das bedeutet, sei das jetzt auch Convenience. Ich kann alles haben zu jeder Zeit, die ich das will. Und das ist für mich ein Gefühl der Freiheit. Freiheit ist gutes Wetter, nicht frieren zu müssen, guter affordable public transport. Ja, es stimmt, wenn man Freiheit definiert als, ja, ich kann nicht keine Drogen nehmen, ich kann nicht essen in der MRT, ist die Bußen für Littering, also wenn man Apfel auf den Boden schmeißt, das ist super, aber da fühle ich mich nicht eingeschränkt in meiner Freiheit, weil das mache ich auch sonst nicht. Also ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich kann auch verzichten in meiner MRT, mein Sandwich kann ich auch draußen essen. Das ist für mich ich muss mein Verhalten nicht ändern, deswegen fühle ich mich nicht eingeschränkt in meiner Freiheit. Aber ich fühle mich eingeschränkt in meiner Freiheit, wenn ich sonntags ankomme von meiner Landung in Zürich und ich möchte gerne was Abendessen einkaufen und alle Läden haben zu, dann fühle ich mich eingeschränkt in meiner Freiheit. Ja, kann ich gut verstehen. Viele Europäer träumen ja auch von einem Leben in Asien, unterschätzen aber, finde ich, oftmals so auch die kulturellen Unterschiede. Zum Teil hast du jetzt ja auch schon angesprochen. Ja? Was war für dich persönlich die härteste Umstellung? Ich muss immer sagen, wenn ich diese Frage höre, ich finde, Singapur und die Schweiz sind eigentlich ziemlich ähnlich. Und ich finde, der Kulturschock war nicht so groß. Und ich glaube, der größte Grund dafür ist die Sprache. Ich bin seit 2,5 Jahren hier und ich hatte kein einziges Mal eine Language Barrier. Es sprechen alle Englisch und zwar perfekt. Das heißt, hier kommt man nicht an seine Grenzen. Das sind schlussendlich kultureller Unterschied, die ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, man muss überall die Schuhe ausziehen. Wenn ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehe oder zu meinem Nail-Salon, dann muss ich die Schuhe ausziehen. Aber das ist für mich jetzt nicht so
also das finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist einfach, es ist eine Tat, dann ziehe ich halt meine Schuhe aus. Klar, die haben da Chinese New Year, haben die da große Festlichkeiten, aber so im Alltag, wie ich irgendwie, klar, man steht auf der Rolltreppe auf der anderen Seite, musste ich mich umgewöhnen. Aber war für mich nicht irgendwie, wo ich aneckte oder was mich gehindert hat, mit Leuten zu connecten oder Freunde zu machen. Vielleicht ein anderes Beispiel ist, ganz kleines Beispiel ist, wenn man eine Geschenke gibt, dann machen die das nicht auf, dann ist es unfreundlich, wenn man das aufmacht, dann nehmen die es mit Hause und in der Schweiz ist es genau umgekehrt, dann will man, dass man es direkt aufmacht und ich war am Anfang total so like, why are you not opening my presents? Und die so, ja, I'm gonna open it at home und ich so, but why are you doing that? Das ist ganz ein kleines Beispiel, aber ich finde, das hat nichts irgendwie mit Kulturschock zu tun oder die Singapuren, die spucken nicht auf den Boden, die essen anständig, da wird nicht rumgeschrien oder sowas. Also nichts, was mich irgendwie, ja, gehindert hätte, irgendwie in der Kommunikation oder Freunde zu machen. Du hast schon ein interessantes Thema auch diesbezüglich angesprochen. Du hast gesagt, dass du das Gefühl hast, dass Singapur und Schweiz in vieler Hinsicht ähnlich sind. Ich glaube, man würde ja, wenn man jetzt Singapur sich anschaut, auch die Erfolgsgeschichte von Singapur in den letzten Jahrzehnten, das war ja mal vor, denke ich mal, 30, 40 Jahren noch ganz anders in Singapur oder vielleicht noch 50 Jahre zurück. Aber man hat ja schon auch, sage ich mal, seitens der Regierung in Singapur sich irgendwo die Schweiz als Vorbild genommen und hat gesagt, im Grunde sowas wie die Schweiz wollen wir auch in Asien schaffen. Ja, also das heißt, was sind wichtige Dinge? Transparenz, Verlässlichkeit, gesetzliche Stabilität, geringe Korruption, eben im Umfeld für High Net Worth Individuals zum Beispiel, hochqualitatives Banking-System. Stimmst du dem zu, dass man das merkt, auch so im Alltag, also ein hoher Qualitätsanspruch zum Beispiel, was man ja aus der Schweiz kennt, was man auch, wenn man als Deutscher jetzt wie ich zum Beispiel in der Schweiz ist, doch sieht man deutlich einen Unterschied, ja, was die Schweiz für einen Qualitätsanspruch haben. Findest du dich dort auch so in Singapur diesbezüglich wieder? 100%. Und ganz was Interessantes ist auch, als Schweizer hier hat man einen so hohen Status. Und das habe ich immer gemerkt, wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz, dann sagen alle immer, boah, und so cool und wow, und Switzerland. Und dann habe ich herausgefunden, habe Research gemacht, dass in den Schulen wird die Schweiz in Singapur als das Vorbild genommen. Das heißt wirklich, dass die Singaporeans lernen, dass das die Schweiz das Idealbild ist. Deswegen ist es natürlich auch immer, wenn die Schweizer dann die Schweizer kennenlernen, dann ist es automatisch, hat man, glaube ich, als Schweizer schon einen sehr einfachen Stand in Singapur. Aber auf jeden Fall, also wenn man das auf quasi Effizienz, sei es jetzt Bürokratie oder Sauberkeit und quasi einfach hohen Anspruch an gute Lebensqualität, dann ist das, finde ich, in Singapur sogar noch besser als in der Schweiz. Sei es jetzt Zahnarzt oder Arzt, quasi Krankenhaussysteme. Also das ist alles noch mal einen Ticken effizienter, einen Ticken moderner. Hast du jetzt Singapur auch so ein bisschen verwendet für dich oder verwendest du es für dich, um jetzt auch andere Länder in Asien zu bereisen? Oder ist es doch eher eigentlich ausschließlich Singapur, wo du dich aufhältst? Nein, also ich meine, Changi Airport ist ja echt nicht ohne Grund the world's best airport for the 13th time. Das ist auch das Reisen über Changi Airport. Das ist so einfach und ich habe letztens ein Video gemacht. Ich war noch in der Luft und bis ich zu Hause auf meinem Bett saß, hat es 43 Minuten gedauert. Wow. Es ist übers Wochenende, geht's da ganz einfach nach Bali oder Thailand. Ich war in Malaysia, Hongkong, Japan. Also ich konnte echt schon sehr viel reisen übers Wochenende oder auch sonst. Das ist echt so, dass Singapur zum Reisen der perfekte Ausgangspunkt ist. Auch wenn man eben dann andere Teile Asiens zum Beispiel kennenlernen möchte. Ja, das ist natürlich Auf jeden Fall. ein sehr guter Punkt, ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal so letztlich auf die Schweiz zurückblicken, du bist jetzt 2,5 Jahre in Singapur. Also ich meine, du hast ja vorhin schon deine Identität als Schweizerin letztlich in Singapur beschrieben und ich glaube vielleicht, es geht ja ähnlich wie vielen Auswandern, zum Beispiel auch mir. Also ich meine, ich bin jetzt ja schon seit 25 Jahren aus Deutschland weg. Und ich bin aber immer so, und ich habe in etlichen Ländern gewohnt, UK, USA, viele Jahre und so.
Ich glaube, man wird ja nie wirklich so, man fühlt sich da nie richtig jetzt als, sage ich mal, angekommen in einem anderen Land. Also ich würde mich jetzt nie als Amerikaner fühlen oder als Brite oder sowas, sondern man entwickelt so seine eigene Identität, ja, als Deutscher in USA oder als Deutscher in UK und so weiter und so fort. Geht es dir auch so oder würdest du sagen, du siehst dich jetzt als Singapurerin und weniger als Schweizerin mittlerweile? Nein, also klar, ich werde immer die Schweizerin in Singapur bleiben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir verholfen hat, jetzt auch zu meinem Social-Media-Erfolg, The Swiss Girl in Singapore. Ich werde immer Schweizerin bleiben und ich fühle mich nicht als quasi eine andere Identität. Aber was schon ist, also ich fühle mich ziemlich local. Also sagen auch manchmal Leute zu mir, also you're behaving more local than most Singaporeans. Und das ist einfach ein Zeichen, was ich so viele Sachen, die Singapur speziell machen, einfach so schätze und so gerne mag. Ich mag das Wetter, ich mag das Essen, ich mochte das Schweizer Essen noch nie. Ich habe auch so Keine viele Rösti und kein Ideen. Käse von dir, ja? Nein, das will ich gar nicht dafür zu haben. Aber ich glaube, das geht nicht so schnell. Also my heart is still Swiss, it always will be. Aber ich bin schon ziemlich local geworden. Das muss ich schon sagen. Hilft ja auch irgendwo wahrscheinlich, dass Singapur eigentlich eine Stadt ist, ja. Und ja, also man kann sich ja mit der Stadt oftmals einfacher identifizieren als mit dem Land, insofern, Ja, ja. Singapur ist klein. Singapur ist echt klein. Also da ist man in 45 Minuten in Malaysia. Wahnsinnig. Eine Sache beim Auswandern, die viele immer letztlich hier bemerken, ist, dass man ja dann schon dann auch die gewohnten Netzwerke irgendwo verliert und die von vorne dann aufbauen muss, ja. Wie hast du das gemacht? Wie hast du Vertrauen, Freundschaften und ein Gefühl von Zugehörigkeit in Singapur neu aufgebaut? Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Glück war oder ich bin auch ziemlich ich habe eine ziemlich offene Persönlichkeit. Ich wurde meines Empfindens mit offenen Armen empfangen. Es ist aber so, dass man muss was tun. Man kann nicht zu Hause hocken und warten, dass jemand an der Tür klingelt und einen einlädt. Aber ich finde, ich habe mich engagiert. Ich habe quasi den Kontakt gesucht zu Gleichgesinnten, gleich Girls in meinem Alter bei Yoga oder bei Events und habe dann aber sehr viel auch zurückbekommen, schnell. Und klar, es war am Anfang bestimmt so, dass ich diejenige war, die gefragt hat, mal gehen wir auf einen Café, machen wir dies, machen wir das, aber das hat auch super gut dann funktioniert. Also ich hatte nie so Rückschläge oder gedacht, oh, niemand will was mit mir machen. Ich glaube, solange man da ein offenes Mindset hat, klappt das ganz gut. Und ich finde auch jetzt, also ich würde sagen, 80% meiner Freunde sind Locals. Ich habe eine Schweizer Freundin. Aber sonst sind das wirklich alles Locals. Und ich hätte nicht gedacht, dass die so offen sind, um mit mir so gut befreundet sein zu wollen. Ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich in meiner Situation ein bisschen einfacher, Leute kennenzulernen, weil ich durch meine Arbeit so vielen Events eingeladen werde mit quasi gleichen Interessen, diese Content Creator Szene, die ist so offen, die Leute sind kommunikativ, die wollen ja auch connecten. Also da ist bestimmt ein Vorteil gegeben, als wenn ich jetzt compared to, wenn ich in einem Office-Job sitzen würde und irgendwie meine Accounting machen würde, dann ist es bestimmt nicht so einfach. Aber ich habe echt gute Freunde gefunden und bin super, super dankbar. Und würdest du sagen, dass du sogar die Expat-Szene vielleicht sogar ein bisschen vermeidest? Ja, ja, schon auch ein bisschen. Also als glaube ich, mir dann bewusst wurde, dass ich hier bleiben möchte, habe ich mir gedacht, ja gut, also wenn ich jetzt alles nur Expat-Freunde habe, dann kann ich mir alle 2 Jahre neue Freunde suchen. Und das wollte ich halt schon nicht. Und die Expats, die reisen viel, es ist alles so ungewiss. Ich glaube, es war schon vielleicht mehr unbewusst auch, dass es da so ein bisschen in meinem Hinterkopf war. Ja, ist faszinierend, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele auch machen. Aber ich finde oftmals, man muss gerade auch bei Deutschen sagen oder auch bei Personen aus den deutschsprachigen Ländern, man muss denen ein bisschen dazu helfen. Man muss denen ein bisschen die brauchen einen extra Push, ja. Also ich erlebe es ganz oft, dass viele Deutsche dann auch Anschluss an Deutsche im Ausland zum Beispiel suchen, ja. Und das ist oftmals ein bisschen, finde ich, nicht besonders hilfreich. Ja? Also wenn man nur mit Deutschen zusammen sein will, dann sollte man im Grunde genommen gar nicht erst weggehen. Und man will dann ja auch immer so die Heimat im Ausland suchen, was einen dann auch eigentlich unglücklich macht.
weil es ist ja sowieso nie wie zu Hause, es ist ja immer was anderes, ja. Und daher, ich glaube schon, dass es die Dinge, die du gesagt hast, ich glaube, es sollte sich jeder zu Herzen nehmen, der auswandert, also wirklich versuchen, lokalen Anschluss zu finden, lokale Freunde zu haben und nicht immer nur in dieser Expat-Szene dort sich dort auszuhängen. Ja. Jetzt, du bist Content-Creatorin, du bist Influencerin, du bist Social-Media-Coach. Es ist ja was, wovon viele träumen, muss man ganz klar sagen. Du hast es geschafft, dort eine Karriere zu etablieren und sogar, du hast es sogar geschafft im Ausland, in einem sehr spannenden Land in Singapur. Also du lebst ja wirklich den Traum. Für viele muss man ganz klar sagen, also auch wirklich Respekt. Glückwunsch, das ist sehr beeindruckend. Was würdest du anderen sagen, jenen vielleicht jetzt sagen möchten, ich möchte auch gerne sowas machen, ich möchte auch gerne im Ausland leben, an einem tollen Ort wie zum Beispiel Singapur, und ich möchte gerne dort einsteigen in diesen Bereich, Influencerin, Content Creatorin. Was könntest du denen für konkrete Tipps geben? Meine erste Frage ist immer, warum möchtest du das machen? Warum möchtest du Content Creator werden? Und ich finde, dass jede Antwort ist legitim. Wenn es ist, ich möchte einfach, weißt du, kann man viel und schnell Geld verdienen und dann kriegt man immer gratis Sachen und dann kann man gratis reisen. Okay, das ist eine valid Antwort. Aber ich muss auch allen sagen, es ist nicht alles ganz so shiny, wie es immer aussieht. Ich kann sagen, es ist wirklich mein absoluter Traumberuf und ich finde, ich lebe meinen Traum. Aber der Hauptgrund und das quasi der Main Job ist es immer noch, Videos zu machen, Content zu produzieren. Und wenn du nicht gerne, Ideation, also Brainstorming, Filming, Editing, Scripting, wenn du das nicht gerne machst, dann ist der Beruf nichts für dich, weil at the end of the day machst du den ganzen Tag immer nur, was könnte ich filmen, wie kann ich das verpacken in Content, und das ist das Wichtigste. Und das ist auch, ich denke, viele denken auch, es geht schneller, als es schlussendlich geht. Also ich glaube, bei mir, ich hatte schon auch ein bisschen Glück, dass ich so schnell gut Geld damit verdienen konnte. Mit meinem ganzen Hintergrundstory war bestimmt ein Vorteil, aber ich glaube, man muss sich fragen, würdest du das Gleiche jetzt ein Jahr lang machen, jeden Tag auf Instagram posten und quasi diese Sachen machen, auch wenn du kein Geld damit verdienen würdest? Weil ich sage immer so, it's a marathon, it's not a sprint. Und wenn du das nicht gerne machst, ist es nicht sustainable, then you're going to be burned out in 2 months. Deswegen, ja, man muss sich fragen, willst du das for the right reasons? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, du hast ja sehr viele Follower jetzt mittlerweile. Du hast gesagt, vor 2,5 Jahren bist du nach Singapur gegangen. Hattest du schon angefangen, diese Accounts aufzubauen, bevor du nach Singapur gegangen bist, oder hat es wirklich damit begonnen, Nein, als du da angekommen bist? das war ja gar nicht mein Plan. Ich wollte ja eigentlich das gar nicht so richtig machen. Ich habe einen Corporate-Job gesucht, ich hätte alles genommen, ich hätte Sekretariatsjob, sogar im Supermarkt hätte ich gearbeitet at one point. Ich war so frustrated. Und ich habe dann das erst angefangen, als ich 3 Monate hier war, habe ich einen neuen Account gegründet, eigentlich nur, um meiner Mama, meinen Freunden zu zeigen, wie cool Singapur ist und was man das für gutes Essen machen kann. Also es war nur so ein Tagebuch eigentlich. Und als ich dann gemerkt habe, dass das irgendwie auf Interesse stößt und dass ich da schnell Follower gewinne, habe ich gemerkt, okay, das ist interessant, vielleicht kann man da was weiter daraus machen. Klingt faszinierend. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass es natürlich bei weitem mehr gibt als nur die 3 Sekunden Video, die man sieht. Da geht jede Menge Arbeit, muss da reingesteckt werden, hin und her, Administration und so weiter und so fort. Also es ist natürlich immer die Gefahr bei dem, was Influencer machen, Content Creator machen, dass man nur die Fassade sieht, die Lifestyle-Fassade und nicht den harten Alltag, will ich sagen, dahinter. Und ich kann mir schon vorstellen, bei dem, was du sagst, also das ist schon wirklich harte Arbeit. Ja, das sollte man vielleicht mal wirklich sagen. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur hier, dann ist schon viele Stunden auch lernen und sich überlegen und dann auch Dinge wieder verwerfen und nochmal neu machen und so. Also es ist nicht jetzt einfach ein Zuckerlecken. Ja. Ich möchte es wirklich nochmal sagen. Ich reiß mir den Arsch auf jeden Tag. Für mich es ist auch nie fertig. Also ich habe kein Wochenende. Ich arbeite die ganze Zeit und es ist quasi, die Arbeit macht mir Spaß, deswegen macht es mir nicht
also ja, es fühlt sich nicht an wie Arbeit, aber wenn ich 2 Stunden lang alle meine Kommentare beantworte, ich habe auch nicht immer so super Lust, das dann 2 Stunden zu machen, aber ich mache es trotzdem. Und es gibt bei jedem Job Sachen, die man nicht gerne macht, aber doch, also ich arbeite sehr, sehr viel. Also das ist echt, es ist ein more than a full-time job. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Zum Beispiel heute hatte ich eine Pediküre, das war bezahlt. Das ist ja theoretisch Arbeit. Also, wenn ich das dazu zähle und quasi im Bus mache ich dann, beantworte ich meine Nachricht, dann arbeite ich mehr als 12 Stunden am Tag. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Naja, 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja, genau. Also das muss sich, glaube ich, jeder, der sich überlegt, dort letztlich einzusteigen, bewusst werden, dass das eben, also wie jeder andere Job auch, viel Disziplin erfordert, lernen und wirklich hart arbeiten. Und ich glaube auch, man muss sich echt ein bisschen eine dicke Haut aneignen. Und sei das jetzt, ich meine ganzen Brand Collaborations kommen auch von mir, wo ich schreibe die Marken an. Am Anfang ist mir das nicht so zugeflogen wie jetzt. Jetzt kann ich auswählen, mit wem ich zusammenarbeite. Am Anfang habe ich hunderte E-Mails geschickt und weißt du was? Ich habe keine einzige Antwort gekriegt. Vielleicht eine auf 100 E-Mails und so einfach dann aufzugeben und denken, es funktioniert nicht und ich habe so oft Nein gehört und dann quasi kommen noch diese ganze Hate-Kommentare kommen dazu. Also das muss man sich schon bewusst werden. Man muss da irgendwie diese Resilience irgendwie aufbauen, dass man sich das auch nicht an sich ranlässt und einfach nie aufgeben. Und beim 50. Mal gibt es dann vielleicht ein Ja, aber davor waren 49 Nein. Ja, genau. Also wie man auf Englisch so schön sagt, Rejection. Ja, man muss mit Rejection umgehen können. Ja, das ist sicherlich eine wichtige Lektion, dort ein dickes Fell zu entwickeln. Marion, wenn du in die Zukunft schaust, in 10 Jahren, sagen wir mal, wo siehst du dich? Immer noch in Singapur oder hat deine Reise gerade erst begonnen? Ich sage immer, ich habe aufgehört, meine Pläne zu machen, weil ich habe vor 2 Jahren gedacht, dass ich wahrscheinlich zur Zeit jetzt wieder zurück in Zürich wäre und weiß auch nicht, schwanger bin und verheiratet. Und jetzt bin ich hier in Singapur und wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich dir, ich würde wahnsinnig gerne so lange in Singapur bleiben, wie ich kann. Aber es kann auch sein, dass ich in 2 Jahren in Hawaii meinen eigenen Surfshop aufmache. I don't know. Nein, ich will das nicht machen. Aber ich bin so offen für alles. Ich glaube, ich bin so neugierig, was die Welt zu bieten hat. Ich habe jetzt gesehen, was in 2 Jahren alles für Türen aufgegangen sind und ich bin so neugierig, was da alles noch auf mich zukommt und ich glaube, I'll just go with the flow. Das ist eine gute Einstellung, ja, das ist eine gute Einstellung. Jetzt, vielleicht am Ende hier unseres Gesprächs, Marion, wenn jetzt Marken mit dir Kontakt aufnehmen wollen, zum Beispiel, erzähl doch noch kurz vielleicht, was du machst, was deine besondere Expertise ist und wie man dich erreichen kann. Genau, also ich mache eigentlich Videos über alles, was interessant ist für meine Community. Meine Community ist interessiert an Neuheiten wie neuen Restaurants, neuen interessanten Travel Destinations, auch Produkten, eigentlich alles, was eine Besonderheit hat oder was die Leute, was du auch im Alltag vielleicht gerne wissen würdest. Man kann mich gut erreichen über Instagram, einfach eine DM schreiben oder meine E-Mail-Adresse ist auf meinem Instagram verlinkt. Ich bin auch YouTube und Instagram, TikTok ist alles Swizzy in SG. Mein Username, entweder eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Ich beantworte immer jede einzelne DM, also auch von Leuten von meinen Communities. Ja, ich bin echt auch super. Ich habe nicht so ein starkes Raster, was ich machen will oder was ich nicht machen will. Wenn ich was selbst interessant finde, dann bin ich total offen für ganz viele verschiedene Sachen. Sehr gut, ja, dann zum Schluss habe ich noch 3 Fragen an dich. Kurze Fragen, kurze Antwort. Wenn ich das erste Mal nach Singapur reise, was muss ich mir dort unbedingt anschauen? Ich glaube schon, dass Marina Bay Sands ist very, very iconic. Marina Bay Sands und Gardens by the Bay ist eine futuristic, es ist für mich so futuristic und steht für mich schon für Singapur. Sehr gut. Welches Essen, welche Gerichte muss ich unbedingt probiert haben? Chicken Rice. Chicken Rice ist mein absolute Favorite. Und natürlich auch Laksa ist ganz gut. Einfach in ein Hawker Center gehen und ganz viele Gerichte probieren. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Sehr gut. Jetzt hast du gerade eben schon Hawaii erwähnt, aber wie gesagt, du bist jetzt momentan in Singapur. Wenn du jetzt ein Land hättest, worauf du dich festlegen müsstest, wenn ich dir sagen würde, dahin musst du jetzt auswandern, was wäre dein nächstes Land? Hongkong oder New York? Hongkong ja auch wiederum eine asiatische Metropole, sehr interessant. Wunderbar, Marion, vielen Dank für das faszinierende Gespräch. Singapur ist für viele sehr interessant. Ich glaube, du hast das Ganze jetzt hier nochmal greifbar gemacht für viele. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dann werden wir dir gerne weiter folgen und sehen, was das Leben uns noch so bringt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.